Also das Abgefahrenste war, dass ich innerhalb von ein paar Tagen völlig vergessen habe, dass ich jemals gearbeitet habe und dass das Konstrukt von Arbeit und Freizeit überhaupt existiert. Und dann habe ich realisiert, wie fantastisch ein simpler Alltag sein kann und Pläne irgendwie Quatsch sind. Das ist Fredo, die ihrer Meinung nach hier fluchend den 29. Berg des Tages hochschiebt. Und der Typ, der es für eine gute Idee gehalten hat, durch den Matsch zu fahren, ist Johannes. 2 Fahrräder, viel zu viel Gepäck und 4 Wochen Zeit. Unsere Route? Vom Chiemsee über die Alpen, 35 Grad in Italien, viel zu heiß. Also ab in den Norden von Kristiansand über Oslo nach Bodø. Oder sollen wir doch lieber an der Westküste entlang? Naja, wir fahren erstmal los. Wir sind angekommen in Kristiansand mit der Fähre und direkt vor uns ist ein Pizzaladen. Erstmal stärken, bevor wir irgendwas gemacht haben und dann geht's aber wirklich los. Jetzt haben wir so viel vorbereitet, noch 3-mal die Route geändert. Ja. Jetzt fahren wir doch an der Küste lang, weil Unwetter ist nördlich von Oslo im Inland. Da gab es ganz viel Unwetter, da wurden die Straßen alle weggespült. Da wollen wir nicht lang, jetzt fahren wir an der Atlantikküste lang. Und ich glaub, Was ja irgendwie auch so eine Veloroute ist, oder? Ja, Veloroute Genau. Nummer 1, glaube ich. Ja. Teile von der 1 und Teile von irgendeiner anderen. Ich bin auf jeden Fall sehr zuversichtlich, dass das eine tolle Route wird, dass wir richtig coole Campspots haben, glaube ich. Ja, Es wird, glaube ich, sehr windig, vielleicht auch teils stürmisch, ja. aber ich glaube, an sich werden wir eine Menge Spaß haben. Ich glaube, das wird gut. Ja. Okay. Let's go. Gestern war ein Tag der maßlosen Überschätzung. Wir sind, glaube ich, nur 2/3 der geplanten Route gefahren, weil wir recht spät losgefahren sind. Das hat alles doch länger gedauert als geplant. Dann haben wir hier halt den Campingplatz aufgesucht und gar nichts mehr gemacht. Wir haben wirklich nicht mehr gefilmt. Wir haben einfach nur noch gegessen, haben uns dann schlafen gelegt. Und ich hoffe, dass es heute einfach ein bisschen besser wird, dass wir entspannter durchkommen vor allem, da wir ja jetzt ein bisschen mehr Zeit haben. Aber ich glaube, wir dürfen auch nicht trödeln. Gestern Abend war ich super müde und jetzt bin ich sehr fit wieder und ready zum Riden. Mal gucken, wie es ist, wenn die ersten Berge kommen, dann sind die Beine wahrscheinlich müde. Aber ja, soweit großartig. Oh Gott, der erste Anstieg war so anstrengend. Da sind wir gerade hochgekommen. Super anstrengend. Nach den ersten heftigen Anstiegen treffen wir beim Campen einen Mann, der uns von einem Paar auf Radreisen erzählt. Die beiden hatten die Anstiege Norwegens völlig unterschätzt. Die Frau saß heulend im Sattel und wollte sich scheiden lassen. Ich sag mal so, zum Glück sind wir noch nicht verheiratet. Wegen angekündigtem Starkregen verziehen wir uns in eine Unterkunft. Das erste Mal nach 2 Tagen. So kann's doch weitergehen.
bring down all the lights, let me hold you close. I'm full of loose ends, will you be my rope? Waited my whole life, and now I know. Wir sind so ganz nah an so einem Felsen lang gefahren und neben uns war Wasser und man konnte die ganze Zeit sehen, wie weit man schon hochgefahren ist. Also der erste Anstieg, richtig gut. Sogar War's so Spaß schlimm? gemacht. War es so das schlimm, war wie nicht du so es dir schlimm. vorgestellt hast? Nein, das war nicht so schlimm. Aber die 17%, die haben wir irgendwie ausgelassen. Das war gut. Aber es war mega schön, es war ultra die schöne Strecke. Ja. Direkt am Wasser lang, so um den Berg rum. Richtig cool. Oh. I'll stay solid when you're. Auch wenn der erste Anstieg ganz gut lief, entscheiden wir uns im Vorfeld dazu, ein paar Berge mit dem Zug zu umfahren. Schließlich soll es ja noch 3 Wochen so weitergehen. Wir wissen wirklich nicht, wie hoch die Chancen dafür sind, aber exakt in dem Moment, als wir in den Bahnhof reingerollt sind, kam der Zug, den wir eigentlich nicht geplant hatten zu nehmen, sondern den danach, der 2,5 Stunden später gekommen wäre. Wäre der Schaffner nicht gewesen, Ja. hätten wir den nicht genommen. Wir waren noch unsicher, ob wir den nehmen können. Wir haben gesehen, es ist der gleiche, aber wir hatten ja auch keinen Fahrradplatz reserviert oder irgendwas. Und der Schaffner war direkt so, ja doch, ich helfe euch. Und die Räder da reingehievt, so richtig hoch, einfach so 1 Meter hohe Stufe. Und jetzt stehen die hinter uns im Gepäckwagen und wir sind richtig schön früh am nächsten Ort in Egersund. Können dann auf dem Campingplatz. Timing können wir auf jeden Fall. Richtig gut. My love won't budge. My love won't fade after the preview. We only get one life. I won't live mine without you. Calm or stormy, I'll stay solid. Damit wir nichts von unserer Reise vergessen, führen wir ein Reisetagebuch. Heute steht da in etwa sowas drin. Unsere schlimmste Befürchtung ist wahr geworden und wir mussten unser Zelt zum ersten Mal nass einpacken. Erstmal eingepackt ist es dann aber vorerst ein Problem für abends und wir konnten unbesorgt losradeln. Die Strecke ging an der Bahnlinie entlang in eine Hochebene. Es gab viele kurze, aber heftige Anstiege, manchmal mussten wir schieben. Die Strecke war super anstrengend, aber trotzdem richtig schön. Mitten im Nichts gab es sogar eine moderne Wanderhütte mit gratis Solarstrom. Abends wurden wir mit langen, flachen und gut asphaltierten Wegen zu unserem Campingplatz direkt am Meer geführt. Schmeckt es? Ja. Okay. Turn it up. It's not loud enough. Turn it up so everyone can hear it. Turn it up so everyone can feel it. Turn it up. Live it up. This time ain't gonna last. Give it up. Past is in the past. It's not enough to just lay that feeling set. So turn it up. Turn it up. So loud that you can't take it. Turn it up. Till the walls start shaking. Turn it up. Till the windows rise up. Also das Beste am Bikepacking finde ich, dass man Tag für Tag gucken kann, wie weit man fährt. Also wir waren jetzt immer bisher auf Campingplätzen, aber theoretisch könnte man ja überall hier einfach anhalten, wenn man einen Spot findet. Wir sind ja schon durch, keine Ahnung, durch
durch eine Hochebene gefahren. Dann irgendwie am Anfang waren wir noch am Strand und weiß nicht, jetzt sind wir wieder in so einer so recht steinig schönen Landschaft. Die Radfahrwege sind richtig gut ausgebaut hier. Besonders auf der Route, die wir fahren. Auch wenn man so flexibel ist und überall aufhören kann, sehr viel am Plan. Also irgendwie neue Route planen, nächsten Tag planen, Fähren planen, Sachen packen, alles strukturieren. Also es ist echt sehr viel Aufwand. Die Tage sind irgendwie super schnell vorbei am Ende. Man hat echt ganz schön viel zu schleppen, obwohl ich das Gefühl habe, wir haben gar nicht so viel mit, abgesehen von dem ganzen Kamerakram. Und andererseits habe ich auch tatsächlich diese Höhenmeter runtergeredet. Einige Tage standen so 1300 oder 1000 Höhenmeter drauf. Und ich habe gedacht, so ja, das summiert sich halt, ne? Aber nö, das muss man halt alles hoch und runter fahren und es ist super anstrengend mit dem ganzen Gepäck hinten dran. Das habe ich, glaube ich, echt unterschätzt. Unterschätzt haben wir auch die Einsamkeit, die das Bikepacking manchmal mit sich bringt. Vor allem, je weiter wir in den Norden fahren. Zwar ist Bergen immer noch in Südnorwegen, dennoch treffen wir unterwegs kaum noch Menschen, was irgendwie ein komisches Gefühl in uns auslöst. So richtig wohl fühlen wir uns hier nicht mehr. Es ist eine Mischung aus Einsamkeit und der ungewohnten Stille. Mit Blick auf die miserable Wettervorhersage für die kommenden 2 Wochen entscheiden wir uns, den Regen im Hotel in Bergen auszusitzen und dann die Fähre zurück nach Dänemark zu nehmen. Neuer Plan? Westküste Dänemarks mit flachen Strecken und gutem Wetter. Melody, the words to lift your soul. You were made with love. You were made with love. You were made with love for this world. Silence speaks under our feet. The roots signal across the land. Oh, these cosmic plans vibrate, sending souls for helping hands. So your soul to see and let it breathe until it found its roots. You were made with love. You were made with love. You were made with love for this world. Sometimes the world will move you. Soweit tut Dänemark uns auf jeden Fall gut. Der Strand und das sonnige Wetter erheben unsere Stimmung. Nach nun 2 Wochen auf dem Rad haben wir sogar einen richtigen Alltag mit unseren eigenen Routinen entwickelt. Fredo baut das Zelt auf und ab und ich bin für die kulinarischen Köstlichkeiten zuständig. Auf dem Speiseplan steht morgens Porridge mit Kaffee und abends, Nudeln mit dem Gemüse, was nach meinen Vorschlägen noch übrig bleibt. Yeah. Das fühlt sich so gut an. Die Nudeln an sich sind ein bisschen geschmacklos. Ja, das sind sie. Stop the battle within your soul. You know it's all in your head. Being sad doesn't make you smart. It seems your heart just needs a fresh start. Gefühlt seit Tagen fahren wir nur noch geradeaus. Kurven gibt es irgendwie so gut wie gar keine mehr. Für die einzige Aufregung sorgt da Johannes Fahrrad, als wir fast seine Schaltung verloren haben. Wie auch immer das möglich war. Zum Glück können wir sie fachkundig mit einer 10-Kronen-Münze fixen, die ich vor ein paar Tagen auf der Fähre gefunden habe. We can make it, we can take it easy. Is this reality? We choose what we see. Boah, eine Kurve!
Uiuiuiui. Pfui, das ist ganz ekelhaft. Kaum haben wir uns über zu wenig Aufregung beschwert, landen wir direkt in einem treibsandartigen Matsch- und Moorgebiet. Ist ja kein Problem, die plötzlichen Regenschauer machen unsere Bikes direkt wieder sauber. Oh Mann, das sind die längsten 5 Kilometer. Okay, vielleicht nehmen wir nächstes Mal die Komoot-Route. Hier links wahrscheinlich. Und dann kommen wir da auf diesen Weg. Ja, da vorne können wir runter. Oh, ich bin durch den Kuchladen gefahren. Oh Mann. In ein paar Tagen ist es fun. It's fun. It's fun, they said. Gar nicht mal so guter Wetterbericht. Nee, ich finde, also es soll gar nicht regnen, ne? Da scheint ja auch die Sonne. Da hinten scheint die Sonne. Stark, Sehr stark. kann man schon so sagen. Ja, finde ich auch. Es hat einfach die ganze Nacht geregnet. Gestern auch. Und es ist alles nass geworden. Wir haben gestern auch noch diesen einen Weg verpasst. Und dann sind wir durch den Wanderweg geschoben. Boah, das war richtig ekelhaft. Timing war wieder echt on point. Wir sind am Campingplatz hier angekommen und dann hat es direkt angefangen zu schütten, als wir so einen Unterstand hatten. Und das war perfekt. Es war einfach wieder eine Sekunde, nachdem wir da waren, hat es einfach richtig angefangen zu schütten und wir waren so. Gut, dass wir es nicht im Fahren erwischt hatten. Ich meine, es hat geregnet, aber es ging noch gerade so. Ja. Was packst du da eigentlich die ganze Zeit? Ich packe jetzt gerade den Kamerabeutel ein. Der wird heute sicher in der Hintertasche verstaut, weil ich meine Regenhülle verloren habe. Ja, das ist ein bisschen doof gelaufen. Es ist eigentlich so, wir haben so 2 Bags, die komplett durchdacht sind. Oder ich Nein, ich habe zumindest. 3. Du hast 3? Ich habe 3 durchdachte und eine random. Ich habe so. Warum ist deine Hälfte random? Naja, bei mir sind, also hinten habe ich einen mit Klamotten und einen mit so Campingzubehör. Mhm. Und das andere vorne ist so, da ist Drohne und Klopapier drin, Mhm. meine Brillen. Und in dem anderen Essen, Reparaturset, Noch ein Witz des Tages. das Wetter. Sechs Stunden Regen gibt's glücklicherweise nicht und so können wir entspannt in Richtung Wiedesande radeln. Ein Ort, auf den wir uns schon seit ein paar Tagen richtig doll freuen. Denn ziemlich genau vor einem Jahr haben wir hier Johannes Geburtstag gefeiert. Und neben all den neuen und schönen Eindrücken ist es irgendwie schön, an Orten vorbeizukommen, zu denen man eine persönliche Verbindung hat. Mit Pizza und Sonnenuntergang am Strand ist das auf jeden Fall einer der entspanntesten Abende, seit wir unterwegs sind. Und auch wenn das Verlangen groß ist, die nächste Etappe so schnell es geht zu schaffen, merken wir, dass es wichtig ist, auch mal innezuhalten und den Moment zu genießen. Denn es ist schließlich eine Reise und kein Wettrennen. So. Ich muss erstmal ausbringen. Quasi trocken. Uah. Guck mal, hier ist eine Schnecke lang gelaufen. Die driften immer so seitlich an unser Zelt lang, ne?
Ja, hier, eine richtige Steilkurve genommen. Nach unserem morgendlichen Handtuchausbringen-Ritual brechen wir auf in einen sonnigen Fahrtag. Zum Mittag gibt's wie jeden Tag Stulle mit mehr oder weniger zerflossener Butter und später ein leckeres Pistazieneis am Meer. Someone's got you down and so what? Someone's plans are leaving you left out. Take a break from blowing it all up. 'Cause I'm so tired. Es ist ein sonniger Morgen, der Himmel ist klar und das Zelt ist mal wieder klitschnass. So, Poolparty geht gleich los. Ich muss aber ja auch dazu sagen, wir haben jetzt 2 von 3 Handtüchern verloren. Und deswegen nur noch ein Handtuch in dieser Größe, was schlecht saugt. Und auch sonst gar nicht mal so viel kann für ein Handtuch. Alles geht verloren und kaputt. Es läuft aus allen Ecken raus. Heute geht's, hab den Ort vergessen, aber bis kurz vor die Grenze von Deutschland. Wir schaffen es nicht ganz über die Grenze, es ist ein bisschen weit. Aber morgen fahren wir dann rüber bis St. Peter-Ording. Heute bis kurz vor die Grenze. Und insgesamt sind wir jetzt noch 5 Tage unterwegs. Und die Sonne ist richtig geil. Ist richtig fantastisch. Es ist voll dankbar, dass wir jetzt am Ende nochmal so gutes Wetter haben, nachdem wir jetzt so ganz schön nass geworden sind. Irgendwie sind wir trotzdem nass morgens. Wir sind sehr nass, ja. Ich glaube, vom Boden kommt die ganze Feuchtigkeit hoch ans Außenzelt, dann kondensiert alles und dann ist klitschnass. Worauf freust du dich jetzt am meisten? Auf ein paar sonnige Tage und nochmal ein bisschen an der Küste langfahren und ein bisschen braun werden, nicht nur die Hände. Ich habe hier so eine Grenze, so eine Bräunungsgrenze. Und dass wir einfach noch eine schöne Zeit haben, ohne Regen. So, jetzt sind wir an der Stelle angekommen, wo wir euch eine epische Abschlussrede halten könnten, wie wir nach Hause gefahren sind und wie toll es ist, wieder in der Heimat zu sein. Tatsächlich war die Strecke in Deutschland super langweilig und auch die Radwege erstaunlich schlecht. Kaum über die Grenze fehlte dann auch von unserer Veloroute plötzlich jede Spur. Aber das macht die Erfahrung unserer Reise natürlich nicht weniger schön. Wir sind echt super dankbar für diese Reise, nachdem wir das jetzt wirklich schon ein Jahr geplant hatten. Danke auch an unseren Freund, von dem Fredo das Reiserad leihen durfte, weil ihr heiß ersehntes Gravelbike leider erst nach der Tour ankam. Wir haben auf der Reise nochmal umso mehr gelernt, dass es immer Hindernisse geben wird, die unsere Pläne durchkreuzen. Das Wichtigste ist, es einfach trotzdem zu machen. Irgendwas wird sich schon ergeben. Sei es ein Fahrrad, eine Münze zum Scheitern reparieren oder eine neue Route.